Stell dir vor, du öffnest die Augen und siehst nichts. Nicht schwarz, nicht dunkel, nur nichts. Keine Farben, kein Himmel, kein Licht. So beginnt nicht nur eine Geschichte, so beginnt ein Leben. Ein Leben im Schatten, geboren in Stille, gezeichnet von einem Makel, den andere Sünde nennen. Wer hat gesündigt? So fragen sie, wenn sie an dir vorübergehen. Nicht, wie geht es dir? Sondern, wer ist schuld an deinem Leid? Und dann tritt einer zu dir. Einer, der nicht fragt, sondern sieht. Einer, der mit seinen Händen den Staub der Erde aufnimmt. Wie einst der Schöpfer selbst und Leben hineinlegt. Was geschieht, wenn das göttliche Licht das menschliche Dunkel berührt? Bleib bei uns, denn dies ist keine Legende. Dies ist ein Zeichen, ein Wunder, das nicht nur Augen öffnet, sondern auch Herzen. Wenn Sie an Gottes Wunder glauben, abonnieren Sie jetzt den Kanal, liken Sie das Video und aktivieren Sie die Glocke. Gott wirkt und hier verpassen Sie kein Zeichen. Jerusalem, zur Zeit Jesu, ein Ort der Pilger, der Händler, der Priester und der Armen. Vor dem Tempel in den Gassen unter Torbögen sitzen sie, die Namenlosen, die Blinden, die Lahmen. In einer Gesellschaft, die körperliches Leiden, oft mit göttlichem Urteil verwechselt, ist Blindheit mehr als ein Schicksal, sie ist Stigma. So auch bei jenem Mann, blind von Geburt. Kein Unfall, kein plötzlicher Verlust. Seine Augen haben nie Licht empfangen. Von Anfang an dunkel. Er kennt nur Geräusche, Gerüche, das Klopfen seiner Krücke auf den Steinen und den Geschmack von Staub. Und dann kommt Jesus, der Rabbi aus Galiläa, umgeben von seinen Jüngern. Es ist kein Zufall, es ist kein Termin, es ist göttliches Timing. Die Jünger fragen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Johannes Kapitel 9, Vers 2. Eine Frage, die auch heute noch in Herzen flüstert. Warum leidet der Mensch? Ist es Strafe? Ist es Prüfung? Doch Jesus antwortet nicht mit Schuld. Er antwortet mit Hoffnung. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Johannes Kapitel 9, Vers 3. Jesus kehrt das Denken um. Nicht das Leid ist der Mittelpunkt, sondern das, was Gott daraus machen kann. Aus Blindheit, Sehfähigkeit, aus Schwäche, Offenbarung. Und dann spricht er weiter. Ich muss wirken die Werke dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Johannes Kapitel 9, Vers 4. Tag und Nacht. Licht und Dunkel. Es ist mehr als Metapher. Es ist das Evangelium selbst. Jesus steht als das wahre Licht vor einem Mann, der nie die Sonne gesehen hat. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Johannes Kapitel 9, Vers 5. Ein göttliches Licht, bereit, nicht nur Augen zu öffnen, sondern Herzen zu verwandeln. Und dann tut Jesus etwas Unerwartetes. Kein lautes Gebet, kein dramatischer Aufruf zum Himmel. Er bückt sich in den Staub, in den Lehm, dort, wo wir alle herkommen, denn du bist Erde und zur Erde sollst du zurückkehren. 1. Mose. Kapitel 3, Vers 19. Er spuckt auf die Erde, macht einen Brei, wie einst der Schöpfer aus Staub den Menschen formte. Und er salbt die Augen des Blinden mit diesem Lehm. Ein Sakrament aus Staub, Speichel und göttlichem Willen. Dann sagt er, geh hin, wasche dich im Teich Siloa, was übersetzt heißt, der Gesandte. Vergleich an Johannes, Kapitel 9, Vers 7. Der Mann geht, kein Zögern, kein Zynismus, nur Glaube, geboren aus Begegnung. Er taucht seine Augen in das Wasser, und als er sie wieder hebt, geschieht es. Licht, Farbe, Form, Bewegung. Zum ersten Mal sieht er die Welt, die bisher nur klang. Wahr wird nun Bild, die Menschen staunen, einige erschrecken. Ist das nicht der, der da saß und bettelte? Zeug, er ist's. Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er aber sagt, ich bin's. Johannes Kapitel 9, Vers 8, 9. Und als man ihn fragt, wie geschah es, sagt er einfach, ein Mensch, genannt Jesus, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin, wusch mich und wurde sehend. Johannes Kapitel 9, Vers 11. Doch nicht alle freuen sich. Die Pharisäer, Hüter des Gesetzes, wittern Gefahr. Das Wunder geschah am Sabbat. Und statt den Blinden zu feiern, klagen sie den Heiler an. Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Doch andere fragen,
Wie kann ein Mensch, der ein Sünder ist, solche Zeichen tun? Johannes Kapitel 9, Vers 16. Ein Riss entsteht, nicht nur im Denken, sondern im Herzen. Die Eltern des Geheilten werden befragt, in Angst. Sie sagen, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Johannes Kapitel 9, Vers 21. Und wieder rufen sie den Geheilten, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortet er mit dem Satz, der durch die Jahrhunderte widerhallt, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich war blind und jetzt sehe ich. Johannes Kapitel 9, Vers 25. Als man ihn weiter bedrängt, spricht er mit Kühnheit. Seit der Weltanfang hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Johannes Kapitel 9, Verse 32 und 33. Doch dafür stoßen sie ihn hinaus. Aus dem Tempel, aus der Gemeinschaft, aus dem Schutz der Religion. Und wieder sucht Jesus ihn. Nicht der Geheilte sucht Christus, der Christus sucht ihn. Glaubst du an den Sohn Gottes? Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube. Und er fiel vor ihm nieder. Johannes Kapitel 9, Verse 35, 38. Ich war blind, und jetzt sehe ich. Johannes Kapitel 9, Vers 25. Diese Worte sind mehr als nur Erinnerung. Sie sind ein Zeugnis, eine Offenbarung, eine Einladung. Denn Blindheit ist nicht nur ein körperlicher Zustand, sie ist ein Bild. Für unser Herz, wenn es das Licht Gottes nicht erkennt. Wie oft sehen wir, aber verstehen nicht. Wie oft richten sich unsere Augen auf das Sichtbare, aber unsere Seele bleibt im Schatten. Wir leben in einer Welt voller Bilder, voller Worte, voller Meinungen. Doch wo ist das Licht? Jesus spricht, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Johannes Kapitel 9, Vers 5. Dieses Licht strahlt nicht nur in Jerusalem. Es strahlt heute in dein Herz, in deine Dunkelheit, in deinen Zweifel. Der Blindgeborene wusste nicht, wer Jesus war. Und doch gehorchte er. Er ging, ohne zu sehen, und kam sehend zurück. So geht Glauben. Nicht mit vollständigem Verstehen, sondern mit vertrauendem Gehorsam. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 7. Doch sobald Licht in das Leben des Mannes tritt, beginnt der Widerstand. Man wird ihn verhören, seine Vergangenheit untersuchen, seine Familie unter Druck setzen. Warum? Weil das Licht die Finsternis stört. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Johannes Kapitel 1, Vers 5. Wer Jesus begegnet, wird verändert. Und Veränderung macht Angst. Denen, die sehen zu glauben und doch blind bleiben. Am Ende steht der Mann allein, ausgestoßen von den Menschen, aber aufgenommen von Christus. Und da stellt Jesus die große Frage, glaubst du an den Sohn Gottes? Johannes Kapitel 9, Vers 35. Diese Frage gilt auch dir. Nicht, bist du würdig? Nicht, kennst du alle Antworten, sondern glaubst du, dass ich dich sehen kann, selbst dort, wo du dich versteckst? Der Mann fällt nieder und spricht, ich glaube. Ein einfaches Bekenntnis, ein ganzes Leben in einem Satz, so auch du. Wenn dein Herz fragt, wenn deine Seele seufzt, dann wisse, das Licht der Welt sieht dich und er wartet nicht, bis du ihn findest. Er kommt zu dir. Es braucht kein grelles Licht, um zu sehen. Es braucht nur einen Blick, der von Liebe erfüllt ist. Der Mann, der blind geboren wurde, sah zum ersten Mal und das Erste, was er wirklich erkannte, war Jesus. Nicht nur mit den Augen, sondern mit dem Herzen. Vielleicht trägt auch deine Seele Schleier. Vielleicht sehnst du dich nach Licht, nach einem Zeichen, nach einer Stimme, die dich ruft, du bist nicht vergessen. Dann höre heute dieses eine Wort, ich bin das Licht der Welt. Johannes Kapitel 8, Vers 12. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus Kapitel 28, Vers 20. Wenn sie von Gottes Wundern berührt wurden, wenn dieses Licht auch in ihrem Leben zu leuchten beginnt, dann abonnieren Sie Wunder des Glaubens und teilen Sie dieses Video mit jemandem, der wieder sehen möchte.